Hallo zusammen. In diesem Video erzähle ich Ihnen von dem GPS-Tracker GT06. Das Besondere an diesem Tracker ist das Vorhandensein einer Fernabschaltfunktion für den Motor. Das heißt, mit Hilfe eines SMS-Befehls können Sie entweder die Kraftstoffpumpe abschalten oder das Zündsystem, je nachdem, wo Sie das Relais installieren, und somit den Motor abstellen. Im Lieferumfang sind alle notwendigen Komponenten zur Umsetzung dieser Idee enthalten. Hier haben wir den Kabelbaum zum Anschließen des Trackers mit einer Sicherung. Außerdem gehört eine SOS-Taste zum Lieferumfang. Eine solche Taste, die mit Hilfe eines Klettverschlusses aufgeklebt wird. Die Taste hat ein so dünnes Kabel wie ein Flachbandkabel. Das heißt, sie kann unauffällig und versteckt irgendwo installiert oder aufgeklebt werden. Beim Drücken wird an das Telefon gesendet eine Nachricht oder es wird ein Anruf getätigt, je nach Einstellungen. Und es signalisiert, dass etwas passiert ist. Außerdem kann ein Mikrofon im Auto, im Innenraum installiert werden, um zu hören, was im Innenraum des Autos passiert. Ein Relais, das in die Unterbrechung des Stromkreises entweder der Benzinpumpe oder des Zündsystems eingebaut wird. Relaisfassung mit Kabeln. Außerdem können zusätzlich Verlängerungskabel erforderlich sein, wenn sich Ihr Relais weit weg vom Tracker befindet und der Tracker selbst. Hier ist so ein kleiner Block mit Drähten und Anschlüssen. Hier wird die SIM-Karte eingelegt, eine normale große. Im Inneren befindet sich ein Backup-Akku, der einen zeitweiligen autonomen Betrieb ermöglicht. Und die Anleitung. Die Anleitung ist auf Englisch. Alle Befehle sind in einer so praktischen Tabelle zusammengefasst, um die Übersicht zu erleichtern. Das heißt weniger Worte. Alles ist klar und präzise aufgelistet. Und ein Anschlussplan mit beschrifteten Kabeln. Wo, wohin, was angeschlossen werden muss. Es gibt viele Kabel, scheint es auf den ersten Blick. Aber dann, wenn man die Hauptstromversorgung anschließt, plus, minus, Zündung, bleibt hier nur noch ein Kabel für den Anschluss des Relais übrig. Und das war's im Prinzip. Alle anderen Anschlüsse werden durch diese Kabel belegt und die Sensoren, die im Lieferumfang enthalten sind. Daher ist die Installation keineswegs kompliziert. Jetzt zeige ich Ihnen, wie man das alles zusammenbaut, anschließt und einrichtet. Nachdem wir alles angeschlossen haben, müssen wir die SIM-Karte einlegen. Das Anschließen ist ganz einfach. Rot-Schwarz, das sind Plus bzw. Minus. Orange ist die Zündung. Ich habe ihn an den Pluspol angeschlossen und am Relais ist ein weißer Draht. Das ist Minus. Dann geht das gelbe Kabel an den Tracker. Er wird das Relais steuern. Zwei grüne dienen zur Unterbrechung des Stromkreises des Systems, das Sie ausschalten möchten. Aber alle anderen Stecker werden einfach aufgesteckt. Hier kann man sie nicht verwechseln. Sie sind alle unterschiedlich. Und wir legen die SIM-Karte ein. Das Fach lässt sich so öffnen. Genauso. Die SIM-Karte ist normal groß und wird eingelegt. Und das Fach schließt sich, damit es so einrastet. Als nächstes müssen wir den Tracker einschalten. Hier gibt es einen kleinen Knopf. Den bemerkt man vielleicht nicht sofort. Das heißt, man muss ihn so zur Seite schieben. Und der Tracker hat sich eingeschaltet. Die LEDs haben geleuchtet. Hier eine blaue. Hier eine grüne, eine rote. Alles hat sich eingeschaltet. Und der Tracker ist betriebsbereit. Jetzt müssen wir als nächstes Folgendes tun. Verknüpfen Sie Ihre Telefonnummer mit diesem Tracker. Dazu müssen wir eine Nachricht senden. Also, nehmen wir das Handy und öffnen die Nachrichten. Und wir senden eine Nachricht mit dem Befehl 710, Raute und Ihre Telefonnummer. Wir senden sie ab. Und am Ende eine Raute. Und wir klicken auf Senden. Fertig. Der Tracker speichert Ihre Nummer und wird nur noch seine Befehle ausführen. Auf diese Weise können bis zu 3 Nummern registriert werden, mit denen der Tracker gesteuert wird. Der Tracker hat die Nachricht AddAdmin OK gesendet. Und schauen wir uns die Hauptfunktionen an, die es hier gibt.
Die erste und wichtigste Funktion ist die Standortermittlung. Dazu müssen wir entweder diese Nummer anrufen, einfach die Nummer wählen. Nach ein paar Freizeichen legt der Tracker auf und schickt Ihnen eine Nachricht mit einem Link zu Google Maps mit dem Standort dieses Trackers. Oder senden Sie eine Nachricht, 3 mal die 6, Raute. Nun, am einfachsten ist es anzurufen. Wir wählen einfach die Nummer und warten. Der Tracker hat aufgelegt. 100. Jetzt warten wir auf die Nachricht mit dem Link. 101. Der Tracker kann auch über die Website überwacht werden. 102. Hier auf der Schachtel steht die Website 103, über die man überwachen kann. 104. Um sich anzumelden, 105 lautet das Standardpasswort 23456. 106 und die letzten 11 Ziffern der IMEI-Nummer. 107. Die IMEI-Nummer ist auf das Gehäuse gedruckt. 108, hier ist der Aufkleber. 109, das heißt, Sie gehen auf die Website. 110 und verfolgen den Standort dieses Trackers. Es kam eine SMS mit einem Link. 111, man kann ihm folgen und nachsehen, wo sich dieser Tracker befindet. 114. Die zweite Funktion, die wir integriert haben, 115, ist die Motorsperre mittels Relais. 16. Übrigens habe ich es anfangs falsch angeschlossen. 117. Dann habe ich es noch einmal überprüft. 118. Das Relais wird über Minus gesteuert. 19. Deshalb habe ich Plus an das weiße Kabel angelegt. 120. Und an das gelbe, dort wird dann Minus zugeschaltet. 121. Entweder über den Tracker ausschalten. 120. Wir senden den Befehl zum Ausschalten. Und zum 3.2 in Raute. 124. Und das Relais schaltet sich jetzt ab. 25. Jetzt werden wir ein Klicken hören. Und 26. Und der Tracker wird eine Nachricht senden. Da der Tracker hat geklickt. 128. Und er schickt eine Benachrichtigung, dass der Motor abgeschaltet ist. 29. Abgeschaltet. 131. Um in die Ausgangsposition zurückzukehren. 132. Wir senden einen Befehl. 33. 3.3 in Raute. 34. Wir senden. 35. Und der Tracker schaltet den Motor wieder ein. 36. Da hat das Relais geklickt. 137. Und es kommt eine SMS-Benachrichtigung, dass der Modus wiederhergestellt wurde. 38. Hier ist die SMS angekommen. 39. Außerdem sind hier viele Funktionen integriert. 140. Dies ist die Standorterfassung. 141. Einrichtung einer Geofence-Zone. 120. Das heißt, wenn das Auto den festgelegten Radius verlässt und 3. Erhalten Sie eine Nachricht. 144 Geschwindigkeitsüberschreitung. 145 dann der Vibrationssensor. 46, wenn das Auto geschüttelt oder gestoßen wird. 147 wird ebenfalls eine SMS-Benachrichtigung gesendet. 148, das heißt, es sind viele Funktionen integriert. 149, sie alle sind in einer Tabelle in der Anleitung beschrieben. 150, und jetzt schauen wir uns an, wie dieser Tracker über die uns vorgeschlagene Website überwacht wird. 151, die Herstellerfirma ist genau diese. 150, jetzt registriere ich mich dort. 153, und wir schauen mal, wie der Tracker funktioniert. 54, die Herstellerfirma ist genau diese. 155, hier sitzt sie jetzt gerade. 156, einfach. 57, ich weiß nicht, wie die nicht die Reifen verbrennen. 58, der Regenbogen ist hier. 59, wie Sie wissen, ja. 160, alle filmen mich. 161, um die Website zu akzeptieren, übergeben wir Solomon. 62, um den Stream zu starten, sobald das Holz ankam. Einer VK Temples immediately wurde größer als der gewöhnliche. 64, aber er sagte zu ihm, nimm hier diesen. 165. Und dieser ist bei uns bereits in der Unternehmenswahl. 166, usually needs right, Kalender. 67, mit IDs was written as art, haben wir Review verwendet. Und er ruft Vocals, Sick, Kindness und Lyman. Wir blasen den Stil durch. 170, über die Realität, dem Stil nach, ist das großartig. Er hatte keine Liebe für Mad Money übrig. Mord. 72, Fortsetzung folgt. 173, Fortsetzung folgt. 174, Fortsetzung. 175, Fortsetzung folgt. Die Fortsetzung folgt. 177, Fortsetzung folgt. Und 78.
Fortsetzung folgt, 179 Fortsetzung folgt, 180 Fortsetzung folgt, 181 Fortsetzung folgt, 182 Fortsetzung folgt, 183 Fortsetzung folgt, 184. Fortsetzung folgt.